Schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren von den Medien. Kollege Lasar und ich werden heute ein paar Standpunkte und ein paar Themen in der Drogenproblematik hier in Wien ansprechen. Und wir befinden uns ja, wie wir alle wissen, im Wahlkampf. Die Grüne Partei, die auch hier zur Wahl antritt, wirbt ja schon mit einer ganz neuen Forderung, nämlich Freigabe von Heroin. Das ist jetzt anscheinend ein neues Wahlkampfthema der Grünen. Und die Grüne Partei wirft sich ja jetzt total devot unter den Herrn Bürgermeister Häupl und will hier in eine Koalition gehen. Da sieht man so, wie gefährlich diese rot-grüne Mischung für Wien wäre, wie gemeingefährlich diese Koalition für Wien wäre, wenn hier mit der Freigabe von Heroin geworben wird und man andererseits seitens der FPÖ-Wien eigentlich eine Schönfärberei und eine völlige Verniedlichung des Problems hier in Wien erlebt und auch eine Ignoranz. Der Bürgermeister Häupl und seine Genossen verschließen da anscheinend vollkommen die Augen. Aber diese Drogenproblematik in Wien ist nach wie vor vorhanden. Im Jahre 2009 ist die Drogenkriminalität um 13,4% gestiegen und das Zentrum Karlsplatz, das ja die letzten 30 Jahre bekannt war und noch immer ist, auch bekannt als Bahnhof Zoo von Wien, ist eben nicht mehr das einzige Zentrum hier in Wien. Mittlerweile gibt es viele Zentren und die Szene hat sich teilweise verlagert, verteilt und auch verändert. Es gibt andere Suchtmittel, andere Substanzen, auch Drogenersatzmittel sind ein immer größeres Thema. In Österreich sind rund 8000 Süchtige in Substitutionsbehandlung, in Wien sind es 6500 Menschen und in Österreich sind ca. 30% der insgesamt Süchtigen auf Ersatzdrogen eingestellt, am Karlsplatz sind es bis zu 80%. Es sind so diese Drogenersatzmittel und deren Ausgabe sehr streng ärztlich reglementiert und kontrolliert, aber trotzdem gelangen sehr, sehr viele Tabletten auf den Schwarzmarkt. Zum Beispiel konnten letztes Jahr allein am Karlsplatz 20.000 Ersatztabletten von der Polizei sichergestellt werden. Und wir fordern hier ganz klar eben strengere Kontrollen bei der Ausgabe von diesen Substitutionsmitteln, damit diese Tabletten nicht auf den Schwarzmarkt gelangen können. Trotz Umbau, trotz Schutzzone jetzt am Karlsplatz und trotz verstärkter Polizeipräsenz ist dieser Karlsplatz noch immer sehr, sehr stark von Süchtigen frequentiert. An durchschnittlichen Tagen hielten sich und halten sich noch immer 90 bis 130 Süchtige im Bereich Karlsplatz auf und in der kalten Jahreszeit in der Passage bis zu 150 oder 200 Personen sogar. Und es war und ist ein unentwegtes Kommen und Gehen. Mindestens 300 Süchtige sind dort Polizei bekannt. Und der Karlsplatz war und ist noch immer das Wohnzimmer der Süchtigen. Auch wenn jetzt vielleicht eine verstärkte Polizeipräsenz zu bemerken ist, halten sich noch immer viele Süchtige im Bereich des Karlsplatzes, vor allem bei Schönwetter, auf der äußeren Kärntnerstraße auf. Und es handelt sich vor allem bei diesen Süchtigen um Menschen, bei denen ein sehr, sehr starker körperlicher und geistiger Verfall bereits augenscheinlich ist. Und zu Recht zieht das den Unmut der Passanten, aber auch der Geschäftsleute in der Passage auf sich. Und hier wird eben Ärger erregt und diese Drogenkonsumenten werden auch zu Recht von den Geschäftsleuten als geschäftsstörend erlebt und auch bezeichnet. Und jetzt soll eben nach 30 Jahren diese Szene im Karlsplatz verdrängt werden. Erst heute wurde eine neue Schutzzone am Karlsplatz eröffnet, beziehungsweise die alte Schutzzone erweitert. Das war ja immer unsere Forderung. Ein Teil zumindest unserer Forderung, dass der Karlsplatz sicherer wird. Aber unsere Frage ist schon, warum kommen solche Maßnahmen immer erst vor einer sehr, sehr wichtigen Wahl? Warum kommt das nicht schon vorher? Warum kam diese Maßnahme nicht schon vor 5 oder vor 10 Jahren, wo ja der Karlsplatz ja auch schon sehr, sehr stark von Süchtigen heimgesucht wurde und eben ein Sicherheitsmakro deswegen vorhanden war? Das ist wirklich ein völlig durchsichtiges Spiel der Politik und wir sagen so auch wie viele Skeptiker, das ist alles eben nur wegen der Landtagswahl im Oktober, am 10. Oktober und nachher wird der Karlsplatz und die Passage wieder ihr altes Gesicht annehmen. Und auch die jetzige Umleitung der Drogenszene ändert ja in Wirklichkeit nichts am Drogenproblem insgesamt in Wien. Das Problem verschwindet ja nicht plötzlich, nur weil es vom Karlsplatz einmal vorläufig verdrängt wird. Und die Polizei fürchtet eben zu Recht, dass sich nun an anderen Orten in Wien andere offene Szenen bilden werden. Die Polizei hat eben folgende Orte als hochgradig gefährdet eingestuft.
die Bahnhöfe Wien Mitte und Praterstern, den Schwedenplatz, U-Bahn-Station, Meidling-Philadelphia-Brücke, die U-Bahn Lengenfeldgasse und die U-Bahn-Station Otterkring. So sieht das die Polizei. Dort könnten in Zukunft Zentren entstehen bzw. sind schon entstanden. Und die Szene weicht ja an die unmöglichsten Orte aus. Es wurde mir erst unlängst zugetragen, dass zum Beispiel im Gebäude der Bezirksvorstehung Wien, im Hinterhof, wo die Garage ist, der Parkplatz, gedealt wird. Also ich habe es immer öfter Beobachtungen von Leuten dort. Oder im Bezirksamt Margareten, wo mittlerweile die WC-Anlagen in den unteren Stockwerken gesperrt sind, damit die Süchtigen nicht hineinkommen können und sich dort am WC den Schuss verpassen können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das Ergebnis der gescheiterten Drogenpolitik der FPÖ-Wien, dass mittlerweile die Junkies schon öffentliche Amtsgebäude aufsuchen, um hier entweder zu dealen oder sich den Schuss zu verpassen. Da kann man nur sagen, bravo, Bürgermeister Häupl, so weit ist es in unserer Heimatstadt Wien schon gekommen. Was ein anderes Thema ist, es gibt ja andere Betreuungsstellen für Drogensüchtige, die eben leider immer in dicht bewohnte Gebiete auch aufgebaut werden im Zentrum. Da gibt es laufend Beschwerden, zum Beispiel im 6. Bezirk beim Ganselwirt, der jetzt verlagert und umgebaut wird, wo aber jetzt nicht immer der Spritzentausch stattfindet, oder im 4. Bezirk, wo erst vor einigen Monaten eröffnet wurde, am Wiedergürtel 16, das HBNO Drogenzentrum. Da gibt es laufend Anrainerbeschwerden. Die SPÖ sieht das anders, dass alles in Ordnung ist. Man findet laufend Spritzen, Telefonzellen in der Nachbarschaft. Süchtige gehen in die Restaurants und Lokale im Umfeld und wollen sich auch dort am WC den Schuss versetzen oder in den Stiegenhäusern der Wohnhäuser. Es geht hier also ganz eindeutig eine Gefahr aus für die Nachbarschaft, für die Kinder, für zum Beispiel die Schule am Elisabethplatz, wo auch der Obmann des Elternvereins sich ganz klar gegen dieses Drogenzentrum ausspricht. Und die Gemeinde Wien als einzige Reaktion macht, was sie am besten kann: beschwichtigen, schönreden, schönfärben, alles ist okay, alles ist wie immer, alles ist bestens. Und was war denn vor der Einrichtung im Jahre 2010 am Wiedergürtel 16? Da hat die Frau Bezirksvorsteherin gesagt, erstens einmal, sie weiß von nichts, zweitens einmal, sie kann nichts dagegen unternehmen. Das heißt, die Bürger wurden vollkommen überfahren, wurden nicht informiert, wurden einfach überrollt. Und mittlerweile hat sich schon eine Bürgerbewegung formiert und wir als FPÖ-Wien haben Unterschriften gesammelt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute verkünden kann, dass wir mittlerweile schon über 1000 Unterschriften gegen dieses Drogenzentrum am Wiener Gürtel gesammelt haben. Wir werden weiter sammeln. Die besorgten Bürger haben unterschrieben gegen das Drogenzentrum Tabino und für mehr Sicherheit auf der Wien. Das heißt, wir als FPÖ Wien sind der einzige Anwalt dieser besorgten Bürger. Wir stellen uns hinter diese Menschen und weil sie eben vom Roten Wien und seitens der schwarzen Bezirksführung im Stich gelassen wurden und nicht gehört werden. Bei der nächsten Bezirksvertretungssitzung werden wir eine Anfrage stellen an die Frau Bezirksvorsteherin, weil es eben Informationen gibt, dass es verstärkt zu Polizei- und Rettungseinsätzen kommt, wie viele Beschwerden es insgesamt gibt bezüglich des Drogenzentrums, wie viele Polizeieinsätze stattgefunden haben und wie viele Rettungseinsätze stattgefunden haben. Und wir sind sehr gespannt auf die Antwort der Frau Bezirksvorsteherin. Und wir werden da auf keinen Fall locker lassen, weil es ja auch versprochen wurde von Anfang an, dass es sich bei diesem Drogenzentrum am Wiener Gürtel 16 um ein reines Provisorium handelt und um keine Dauereinrichtung. Für 1,5 Jahre, hat es geheißen, soll dieses Drogenzentrum bestehen bleiben und dann, wenn der neue Ganselwirt auf der Gudenusser Straße fertig sein soll, soll dieses Drogenzentrum Wien in den 6. Bezirk übersiedeln. Jetzt hört man aber, dass es einen Einspruch gibt gegen den Bau des Ganselwirtes neu in der Gudenusser Straße 157. Es wurde also die Baugenehmigung ausgesetzt aufgrund von Anrainerprotesten und der Fall liegt jetzt bei der Bauoberbehörde und der Beschwerdeführer ist bereit, durch alle Instanzen zu gehen. Vollkommen berechtigt, weil eben hier Bürger auch besorgt sind, dass hier ins dicht bebaute Wohngebiet ein Drogenzentrum hineingebaut werden soll.